Herzlich willkommen zu dieser Schulter-Nacken-Routine. Mein Name ist Hanna und ich bin ausgebildete Liebschaum-Brachtherapeutin. Wir beginnen mit der ersten Übung. Komm in den Vierfüßlerstand, nimm die Hände weit nach vorne und lass dich von der Schwerkraft nach unten drücken. Achte dabei darauf, dass deine Hüfte hinter deinen Knien oder über deinen Knien ist. Wenn du über den Knien bist, merkst du es in der Schulter, da bekommst du einen unglaublichen Druck und vielleicht auch einen unangenehmen Schmerz. Wenn du das hast, Popo weiter nach hinten. Die Dehnung kannst du im Achselbereich, aber auch im Schulterbereich Richtung Rücken spüren. Es kann sein, dass du dort einen Druck hast oder auch ein Gefühl von, dass etwas klemmt. Das ist okay. Bleib unbedingt in der Übung. Durch diese Übung kann es sein, dass du dieses Gefühl wegbekommst. Das bedeutet einfach, dass deine Muskulatur unterhalb deines Schulterblatts gerade nicht so gut gleiten kann und ein bisschen von seinen Fasern her verklebt ist. Gut atmen, durch die Nase ein- und aus. Die Füße kannst du aufstellen oder ablegen. Ich stelle sie gerne auf. Dann hast du einfach eine etwas stabilere Ausgangsposition. Und komm langsam wieder aus der Übung raus. Kreis deine Schultern und wir gehen direkt in die nächste Übung. Winkel deinen Ellenbogen an und leg ihn etwas höher wie 90 Grad. Dann drehst du dich zur gegenüberliegenden Seite. Nimm gerne dein Bein mit raus und die Dehnung spürst du in deinem Brustmuskel und ein bisschen auch Richtung Arm. Mit der anderen Hand kannst du dich gerne abstützen, um noch mehr Dehnung darauf zu bekommen. Wichtig ist, wenn du deinen Arm anwinkelst und in die Position gehst, bewegt sich der Arm nicht mehr. Und stell dir vor, du schiebst deine Achsel zum Boden. Es geht nicht darum, wie weit du dich drehen kannst, sondern darum, dass du eine gute Dehnung in deinem Brustbereich hast. Dreh dich langsam zurück und wir nehmen die andere Seite. Winkel deinen Arm an und dreh dich zur anderen Seite auf. Die Dehnung sollte im Brustbereich Richtung Arm sein. Du kannst den Fuß gerne, so wie ich im Video, nach hinten aufstellen oder auch neben dich legen, so weit wie es für dich geht, sodass du noch ruhig atmen kannst.
Außerdem ist diese Übung unglaublich hilfreich für dein Lymphsystem. Bleib mit mir in der Übung, damit wir die Systeme einfach entspannen können, befreien können von der Spannung. Dreh dich langsam aus der Übung wieder raus und komm in eine sitzende Position. Ich bleibe auf dem Boden sitzen. Du kannst gerne, wenn es unangenehm für dich ist, dich auf einen Stuhl setzen. Ich nehme hier ein Hilfsmittel für die Übung mit dazu. Du kannst gerne einen Gürtel oder auch ein Handtuch nehmen oder auch ein Yogagurt, was du gerade zur Hand hast. Halte dein Hilfsmittel fest und schieb es weit über deinen Kopf. Achte hier darauf, dass du nicht ins Hohlkreuz fällst. Bauchnabel ist, ziehen wir zur Wirbelsäule, der Bauch ist stabil und die Dehnung spürst du im gesamten vorderen Schultergürtel. Schultern, Brust, vielleicht auch ein bisschen Brustbein oder auch hinten die Druckpunkte, wo wir unsere Schulterblätter zusammenziehen. Atme hier gut und korrigiere dich immer wieder etwas selbst, damit du nicht überstreckst im Lendenwirbelsäulenbereich. Raus aus dem Hohlkreuz, Bauchnabel feste zur Wirbelsäule ziehen. Und atme hier ganz bewusst in die Dehnung und vielleicht kannst du noch ein bisschen weiter gehen oder auch mal deine Grenze testen, indem du die Arme noch ein bisschen nach unten nimmst und wieder nach oben. In der Übung haben wir eine Kombination aus der ersten und zweiten Übung. Und komm hier langsam wieder raus. Greif deinen Gurt, ein Arm nach oben, der andere kommt von unten, als wollten sie sich in der Mitte treffen. Wenn es ohne Gurt geht, dann dürfen sich gerne deine Hände berühren. Und dann schaust du mit der Nase in deine linke Hosentasche, wenn der rechte Arm oben ist. Wenn du den anderen Arm zuerst hochgenommen hast, dann schaust du in die rechte Hosentasche. Die Dehnung spürst du an deinem Nacken. Spiel etwas mit der Position vom Kopf. Nimm deinen Kopf näher ran, dreh ihn weiter ein, aber immer mit der Nasenspitze in die Hosentasche. Und auch hier, Bauch ist stabil. Und es kann sein, dass du am Arm den Zug mehr spürst wie im Nacken. Das ist vollkommen in Ordnung. In der Übung spürst du die Stellen, die am meisten gerade ziehen. Also bist du vollkommen richtig mit beiden Punkten, Arm oder Nacken.
Wir wechseln die Seite. Anderer Arm kommt nach oben und du greifst mit dem anderen Arm hinten auf deinen Rücken und greifst deinen Gurt oder deine Hände so weit, wie es für dich möglich ist. Oberkörper ist gerade und schieb den Ellenbogen, der oben ist, so weit du kannst zur Decke, als würde jemand von oben daran ziehen. Dann drehst du deinen Kopf in die entgegengesetzte Richtung, Nasenspitze in die Hosentasche. Und wenn du den Zug im Nacken noch nicht ganz spürst, spiel mit der Kopfposition. Dreh deinen Kopf mehr ein, neig ihn weiter zur Brust und du wirst merken, irgendwo kommt der Punkt, an dem du eine wunderbare Dehnung hast. Langsam lösen. Kann sein, dass es sich kurz ein bisschen komisch anfühlt. Das geht gleich wieder weg. Stell dich hin, nimm dein Hilfsmittel, deine Schlaufe, deinen Gürtel oberhalb von deinem Ellbogen und zieh deinen Ellenbogen ran an deinen Körper. Stell dich frontal zur Wand, leg deinen Arm ab und dreh dich weg von der Wand. Du kannst es auch gerne an einer Ecke machen, wo du mehr Platz hast, um dich umzudrehen. Die Dehnung spürst du vorne im Schulterbereich. Es kann auch sein, dass es ein bisschen unangenehm für deinen Arm ist und hinten an deinem Schulterblatt. Diese Übung ist super, um aus den Alltagspositionen herauszukommen. Alles, was wir tun, passiert meistens vorm Körper. Das heißt, unsere Muskulatur, Brustmuskulatur und die Muskeln, die dafür verantwortlich sind, dass wir den Arm nach innen drehen können, sind immer unheimlich aktiv. Mit dieser Übung gehen wir genau in die gegengesetzte Richtung. Es kann auch sein, dass du den Bereich zwischen deinen Schulterblättern spürst, vielleicht auch mit einem kleinen Brennen. Das liegt einfach daran, dass du die Muskulatur gerade zusammenpresst und die sich bemerkbar macht. Wenn du aus der Übung rausgehst, fördert das die Durchblutung und der Bereich beruhigt sich wieder und entspannt sich. Komm langsam raus, schüttel deinen Arm aus. Und wir nehmen die andere Seite. Oberhalb des Ellenbogens setzt du deine Schlaufe an, ziehst den Ellenbogen zu deinem Körper, lehnst den Arm an der Wand an und drehst dich von dem Arm weg. Schau darauf, dass dein Arm im Ellenbogen ungefähr einen 90-Grad-Winkel bildet. Diese Bewegung ist ungemütlich.
und ungewohnt, weil wir immer in die andere Richtung meistens im Alltag gehen. Das machst du sehr gut. Dreh dich langsam wieder aus dieser Position raus, schüttel deine Arme, Hände aus, kreis deine Schultern, was auch immer dir gerade gut tut. Ich freue mich, dass du mit dabei warst. Wenn du hier klickst, erfährst du, ob Roland dem Eddie bei seinen Schulterschmerzen helfen konnte. Viel Spaß und bis bald.